Hallo liebe Freunde der elektronischen Tanzmusik. Herzlich willkommen zur 4. Episode von Random EDM Facts. Diese Folge hat anders als sonst üblich nur eines statt 3 Themen. Ich behandle die Frage, was aus bestimmten Artists wurde und warum man nichts mehr von ihnen hört. Schon mal so viel vorweg. Die Gründe sind bei allen Künstlern in dieser Folge alles andere als schön. Es wird also eine ernstere Folge. Fangen wir an. Was wurde aus Erick Morillo? Der Name wird den meisten im ersten Moment vermutlich nichts sagen. Er hat aber mit einem bestimmten Song einen riesen Hit gelandet. 1993 hat er als Real to Real zusammen mit Mark Quasi aka The Mad Stuntman den Song I Like to Move It veröffentlicht. Spätestens seitdem I Like to Move It im Film Madagascar zu hören war, kennt gefühlt jeder diesen Song. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Der Song wurde auch zigmal in verschiedensten Varianten gecovert oder gesampelt. I like to move it, move it. Es wäre aber unfair, Erick Morillo nur auf diesen einen Song zu reduzieren. Er hat zusätzlich unter verschiedenen weiteren Pseudonymen Musik veröffentlicht, hatte mit Subliminal Records ein eigenes Musiklabel und war vor allem als DJ sehr gefragt. Kommen wir zum unschönen Ende seiner Musikkarriere. Im August 2020 wurde Erick Morillo festgenommen. Bereits seit Dezember 2019 wurde gegen ihn wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung ermittelt. Eine Frau hatte gegen Morillo diese Vorwürfe erhoben. Was genau soll passiert sein? Die Vorwürfe der Frau waren, dass sie gemeinsam mit Morillo in seinem Haus einige Drinks zu sich genommen hatte. Danach ist sie alleine in seinem Haus in einem Bett schlafen gegangen. In der Nacht sei sie aufgewacht und war völlig entkleidet. Morillo soll neben dem Bett gestanden haben und ebenfalls nackt gewesen sein. She reported waking up nude on the bed, with Mr. Morillo standing on the side of the bed, also nude. The victim, so disturbed she called 911. DJ Erick Morillo denied the accusations. Bei der Frau konnte im Zuge der Ermittlungen DNA von Erick Morillo nachgewiesen werden. Was nun genau vorgefallen war, sollte in einem Gerichtsprozess geklärt werden, welcher im September 2020 beginnen sollte. Doch zu diesem Prozess kam es nicht. 3 Tage vor dem Prozessbeginn wurde Erick Morillo tot aufgefunden. Wie die medizinischen Untersuchungen ergeben haben, ist Morillo durch eine Ketaminüberdosis gestorben. Zusätzlich wurden auch Spuren von MDMA und Kokain in seinem Körper gefunden. Bereits 2016 hatte Morillo in Interviews erzählt, dass er 3-mal wegen Ketamin in einer Entzugsklinik gewesen ist. Auch in späteren Interviews hatte er offen über seine Alkohol- und Ketaminsucht gesprochen. Somebody asked me the other day, why ketamine? I said, thank God it was ketamine because it's one of the few drugs that is not physically addictive. So when I decided to stop, it wasn't like my body was asking for it or craving it. It was a mental addiction and I had to deal with the problem. Nachdem Erick Morillo kurz vor dem Gerichtsprozess mit 49 Jahren verstorben ist, kam schnell die Vermutung auf, dass er sich selbst umgebracht hat. Ob er mit der Überdosis einen Suizid erzielen wollte, wird sich wohl niemals beweisen lassen. Von der Gerichtsmedizin wurde die Ketaminüberdosis als Unfall eingestuft. Die Gerichtsakten zum Fall der angeblichen Vergewaltigung besagen übrigens, dass sich Morillo zu den genannten Anschuldigungen nicht schuldig bekannt hatte. Ob er wirklich unschuldig war, wird sich niemals mehr beweisen lassen. Was wurde aus Danzig? Wenn ihr mich vor einigen Jahren gefragt hättet, welche Künstler zu den bekanntesten Acts im Genre Dubstep zählen, hätte ich auf jeden Fall auch Danzig genannt. Danzig, der mit richtigem Namen Troy Beatles heißt, begann seine Musikkarriere 2009. 2012 gründete er das Label Firepower Records.
Das Label wurde schnell sehr einflussreich in der Dubstep-Szene. Viele Artists hatten ihre ersten Releases oder ihren Durchbruch auf dem Label. Somit wurde Danzig mit der Zeit eine bedeutende Größe in der Dubstep-Szene. Damit ihr ihm auch ein paar bekannte Songs zuordnen könnt, habe ich mal 3 Stück rausgesucht. Flow killing the place, killing the place, killing the place. Homicidal flow killing the place, killing the place. Außerdem war Troy Beatles zusammen mit Bass House ein Teil des Duos F-Word. In diesem Namen steckt ein Wortspiel. Außerdem haben sie gemeinsam mit Jaws den Song gemacht, der das Genre Bass House so richtig in Fahrt gebracht hat. Rock the Party. 2018, als Danzig gerade auf großer Tour war, wurden schwere Anschuldigungen gegen ihn auf Twitter erhoben. Es ging um sexuellen Missbrauch von Fans. So sollen weibliche Fans von Leuten aus seiner Crew ausgewählt worden sein und den sogenannten Tulsa-Pass bekommen haben. Tulsa ist mit rund 410.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma. Was ist daran nun so besonders? Liest man den Namen rückwärts, ergibt sich die Aussage a slut. Wenn man den Tulsa-Pass von der Danzig-Tour nun an einen Spiegel gehalten hat, wurde deutlich, wozu dieser Pass dienen sollte. Damit bekamen Frauen einen Zugang zum Backstage-Bereich. Dort soll es zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. Um das zu erleichtern, sollen die Frauen dafür ordentlich von Danzig und anderen mit Alkohol abgefüllt worden sein. Dadurch konnten sich einige der Frauen am nächsten Tag nicht mehr genau daran erinnern, was in dem Tourbus oder den Backstage-Räumen passiert ist. Nachdem sich die Vorwürfe immer weiter häuften, brach Danzig seine Tour ab und zog sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Ein richtiges Statement gab es dazu nicht. Bis zum 5. November 2019, also über ein Jahr später. Dort meldete sich Danzig in einem Video zu Wort. Darin ging er darauf ein, dass er sich inzwischen in Therapie befinde und dass er eine schwere Kindheit hatte. The anxiety and depression that I've carried with me since childhood got amplified as touring went on, and what seemed like a quick solution actually ended up being a prescription for a major downfall. I spent time with a therapist and uncovered some deep-seated issues that I couldn't face before. It's been a difficult road, but a much-needed one. After over 1,000 shows and treating myself like garbage along the way, I feel grateful that I've had a minute to really hit pause and kick the negativity that has controlled me for so long. Eine richtige Entschuldigung oder eine Klarstellung zu den Vorwürfen gab es in dem Video aber nicht. At the time, I gave little consideration to what others were feeling, and for that I'm sorry. As an optimistic person, this was all very hard for me to grasp at the time. I definitely was not in the right mindset to handle it all or approach it all properly. Sein Label Firepower Records wurde nach den Vorwürfen von seiner Ex-Freundin und der bisherigen Labelmanagerin Shara Grace weitergeführt. An die großen Erfolge von früher konnte das Label aber nicht mehr anschließen. Seit 2019 ist Firepower Records nicht mehr aktiv. Auch das Bass House Projekt F-Word wurde anschließend als Soloprojekt von Bass House weitergeführt. Seit 2021 ist aber keine Musik mehr von F-Word erschienen. Ob es juristische Verfahren gegen Danzig oder eine Verurteilung gegeben hat, dazu habe ich leider nichts gefunden. Allgemein ist es schwierig, noch etwas zu den Vorwürfen zu finden. Viele der Tweets oder Artikel zu diesem Thema sind leider nicht mehr verfügbar. Nach einer weiteren langen Pause meldete sich Danzig im August 2020 mit neuer Musik zurück. Diese Songs waren die ersten Auskopplungen aus seinem neuen Album, das am 6. April 2023 schließlich veröffentlicht wurde. Im Juni 2023 spielte Danzig auch wieder mal eine Show. Im August 2024 hat er auf Instagram bekannt gegeben, dass er ein Kind erwartet, das dann im November auf die Welt kam. Danach wurde es still um ihn. Was wurde aus I.O.? Garrett Falls Lockhart wurde im Mai 1990 geboren. Bevor er als I.O. bekannt wurde, hatte er allerdings viele verschiedene Projekte. Während seines Studiums an der George Washington University verwendete er den Künstlernamen Clock. Er begann als DJ aufzulegen und Dubstep zu produzieren. Außerdem war er auch immer wieder auf Raves in Warehouses und hat dort das Genre Techno für sich entdeckt. Nach seinem Abschluss wechselte Garrett Falls Lockhart seinen Künstlernamen zu Fox.
Unter diesem Alias veröffentlichte er vor allem Electro House und Drum and Bass. Er hatte allerdings nur wenige eigene Releases, sondern produzierte vor allem Remixe. Seine Forks, Flips, inoffizielle Remixe, also Bootlegs, wurden schnell bekannt. In 2017 wechselte er erneut den Künstlernamen, dieses Mal zu I.O. Was bedeutet der Name eigentlich? I mean, for the most part, the aesthetic kind of gives it away. It is binary, like input, output, or ones and zeros. So it's got like the hacker-ish vibe or like the computer age vibe. Mit dem Namenswechsel folgte auch ein Wechsel zum Label Mousetrap, dem Label von Deadmau5. Dadurch kam seine Karriere so richtig in Fahrt. Es folgten viele Zusammenarbeiten mit Artists auf dem Label sowie erfolgreiche Solo-Songs und Remixe für Artists wie Armin van Buuren oder Above and Beyond. Er hatte auch endlich sein Genre gefunden. Techno. Das heißt aber nicht, dass er ausschließlich nur dieses Genre produziert und aufgelegt hat. The music that I put out kind of bands several genres together. It's kind of like somewhere between super warehouse, dark techno and like trance you'd hear in like the 90s, you know what I mean? Like you have a lot of like melodic elements and stuff in there, but it all comes back around to just like a groove or like a beat. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie seine Musik klingt, sind hier 3 bekannte Songs von I.O. In 2020 hatte er einen Vertrag bei dem Label Armada Music unterschrieben. Das ist eines der größten Musiklabels der Welt. Ende November 2020 wurde allerdings bekannt gegeben, dass Garrett Falls Lockhart mit gerade einmal 30 Jahren verstorben ist. Sein Tod am 23. November 2020 war sehr überraschend. Deshalb war die Nachricht ein richtiger Schock für die EDM-Szene. Der Todesgrund war anfangs noch nicht bekannt. Es kam allerdings schnell die Vermutung auf, es könnte sich um einen Suizid handeln. Dass I.O. mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, wurde von ihm selber auch immer wieder thematisiert. Ein halbes Jahr nach seinem plötzlichen Tod wurde der Autopsiebericht abgeschlossen. Daraus wurde deutlich, dass Garrett Lockhart an einer chronischen Entzündung der Schilddrüse litt, bei der es zu Komplikationen kam. In einem Statement seiner Familie wurde noch genauer auf seinen Tod eingegangen. Darin wurde bestätigt, dass Garrett Falls Lockhart Depressionen und Angstzustände hatte, sich aber nicht das Leben genommen hatte. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass er irreparable Herzrhythmusstörungen hatte. Dadurch herrschte endlich Klarheit über den plötzlichen Tod von I.O. Das sollte allerdings noch nicht das Ende des Kapitels I.O. gewesen sein. Exakt 2 Jahre nach seinem Todestag erschien das Album Warehouse Summer von I.O. zusammen mit der Sängerin Lights. Die 14 Songs auf dem Album entstanden ursprünglich schon 2020 in gemeinsamer Zusammenarbeit. Etwa 20 Monate nach dem Tod von I.O. hat Lights die Aufnahmen wiedergehört und es fiel die Entscheidung, das Album fertigzustellen und zu veröffentlichen. Das Ergebnis ist ein sehr interessantes Album. Größtenteils ist es Techno, aber natürlich mit Gesang von Lights. Insgesamt gibt es auf dem Album eine sehr melancholische Stimmung, die die Gedanken und Gefühle nach einem langen Rave aufgreifen soll. Ich kann euch das Album sehr empfehlen. Mein Favorit ist dabei der Song Fever, der für mich eine gewisse innere Zerrissenheit vermittelt. Insgesamt ist das Album ein gelungener und schöner Abschluss von und für I.O. Das war die 4. Folge von Random EDM Facts. Dieses Mal zu einem ernsten Thema. Ich hoffe, ihr habt durch diese Folge etwas gelernt. Wenn ihr meine Recherche zu solchen Themen unterstützen wollt, gebt dem Video ein Like. Und wenn ihr die kommenden Folgen von Random EDM Facts nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der nächsten Folge gibt es dann auch wieder erfreulichere Themen. In diesem Sinne, macht's es gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Servus!